Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es ein kurzes Status-Update. Zum einen, weil doch einiges passiert ist. Viele werden jetzt sagen, es sieht immer noch chaotisch aus. Gebe ich euch absolut recht. Nichtsdestotrotz habe ich Fortschritte gemacht und möchte die mit euch teilen. Zum anderen war die Woche sehr stressig. Ich wollte eigentlich diese Woche das Thema mit dem entsprechenden ABS-Sensor, also dem Crash-Sensor am Audi angehen, habe aber nie die Zeit und die Ruhe gefunden. Dafür bin ich aber, wie gesagt, hier beim Aufräumen ein bisschen weitergekommen und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Hier vorne in der Ecke ist noch nicht so viel passiert, liegt auch daran, um die Reifenwucht und die Reifenaufziehmaschine entsprechend umpositionieren zu können, benötige ich eine Ameise. Die habe ich aktuell noch nicht und die Anschaffungskosten für eine Ameise sind aktuell nicht drin. Mir jetzt irgendwo eine zu mieten, finde ich auch irgendwie ein bisschen blöd, weil ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstellen möchte, also dann nachher final. Und dann müsste ich es mehrfach mieten und auf lange Sicht brauche ich sowieso eine Ameise. Deswegen will ich jetzt nicht für die Miete unnötig immer wieder Geld ausgeben, sondern spare jetzt halt ein bisschen, bis ich mir eine Ameise entsprechend budgettechnisch wieder leisten kann. Und dann kann ich die Sachen entsprechend umbauen. Bedeutet aber natürlich auch, oder was heißt umbauen, umstellen, bedeutet aber natürlich auch, ihr seht das, ich bin jetzt mit dem Boden an der Stelle sozusagen einfach eingeschränkt. Da kann ich erst weitermachen mit dem Boden, wenn ich eine Ameise habe. Ansonsten habe ich hier jetzt noch mal ein bisschen umgeräumt, noch mal ein bisschen Struktur reingebracht, dass eben die Farben bei den Farben sind und die Differentialöle bei den Differentialölen und so gemischte Sachen halt, die man braucht, was weiß ich, Sprühkleber, Aufkleberentferner, Schmiermittel, Luftfilterreiniger und so weiter und so fort, dass alles so ein bisschen zusammen ist. Dann habe ich den Boden weiter verlegt und ihr seht hier, hier ist es ja schon deutlich ordentlicher geworden. Dann habe ich hier noch mal ein großes Regal aufgestellt, da will ich noch ein zweites hinmachen, allerdings nicht vor die Heizung, weil sonst ist einfach die Heizwirkung nicht mehr so gut gegeben. Das heißt, hier hinter ist jetzt keine Heizung, davor werde ich keins stellen können. Ich muss dann mal schauen, da hinten soll ja der Waschtisch hinkommen. Dort hätte ich noch die Möglichkeit, ein Regal zu stellen. Wahrscheinlich werde ich es dann dort hinten hinpacken, das große Regal. Muss ich aber gucken, wie es mit dem Platz ist, ob das dann nachher die Tür gegebenenfalls beeinträchtigt, weil ich muss ja genug Platz haben, um Autos rein und raus zu fahren. Aber hier ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr Struktur drin. Hier drüben habe ich ein bisschen entrümpelt, da standen noch so alte Holzsachen und so. Ich habe mal die Werkstattwegen alle dahin geschoben. Ihr seht auch vom Boden ist es jetzt weniger geworden. Ich zeige euch auch gleich noch das Büro, da bin ich auch mit dem Boden soweit erstmal fertig. Dann habe ich hier weiter ausgepackt. Meine Ryobi-Wand hängt jetzt, hier ist auch jetzt schon Strom dran. Ich habe jetzt hier auch noch jede Menge Steckdosen frei. Bisher ist nur eine Steckdose angeschlossen für die USB-Mehrfachverteilstromquelle, wie auch immer man das nennen mag. Kabeltechnisch ist es auch ganz gut gelöst. Das sieht jetzt ordentlich aus. Hier drin ist auch, habe ich schon entsprechend aufgeräumt. Also da ist jetzt kein Chaos oder so. Ich sehe aber gerade, die gehören da nicht hin. Und das hier auch nicht. Ja, ein bisschen Ordnung muss sein. Hier drüben sind also Zubehörteile und nochmal Ladegeräte. Das passt jetzt auch. Und hier an der Seite, also hier unten habe ich dann die ganzen Ryobi-Geräte, so wie damals auch. Und hier an der Seite habe ich jetzt meine Ladestation für die Lampen und alles. Also das sieht jetzt echt ordentlich aus, da bin ich eigentlich wirklich happy mit. Hier drüben die Ecke, da muss ich noch ein bisschen Klarschiff machen und mir was überlegen. Aber soweit, oder beziehungsweise so langsam wird's. Ne? Also auch wenn wir jetzt hier hingucken, es ist natürlich immer noch chaotisch, ich weiß, aber schon deutlich besser. Habe jetzt hier auch, wie gesagt, überall nochmal Boden verlegt, dass das auch vom Trittgefühl und eben für die Reinigung, hier habe ich jetzt schon Boden gereinigt. Das sieht einfach viel sauberer aus, als wenn man da mit dem normalen Betonboden arbeitet. Dann hier drüben die Ecke ist auch ein bisschen lichter geworden. Sie ist natürlich noch lange nicht aufgeräumt, aber der Kartonstapel da hinten, der wird immer größer. Da muss ich mir dann auch was überlegen, wo ich die dann lagere. Die werde ich wahrscheinlich unter das Dach klemmen. Da sind die am besten aufgehoben. Ein paar Kartons muss ich noch entsorgen. Dann hier drüben habe ich jetzt angefangen, Mehrfachsteckdose. Das bleibt nicht so, das ist erstmal auch nur übergangstechnisch. Da will ich dann ein entsprechendes Verlängerungskabel hier durch den Kabelschacht ziehen, das dann da hinten rauskommen lassen und dann dort hinten irgendwo eine Verteildose machen. Ich habe es aber jetzt noch nicht gemacht, weil ich noch nicht genau weiß, wie viele Regale ich da hinten noch stelle. Und Thema da hinten und Thema hier vorne. Hier sind schon weniger Kartons geworden. Ich denke, man sieht das. Es ist immer noch, wie gesagt, Aufräumarbeiten, aber hier war ja deutlich höher die Kartons gestapelt. Also da bin ich schon ein Stückchen weiter. Dann hier drüben habe ich jetzt angefangen, entsprechend meine Regale aufzubauen und auch einzuräumen. Also jetzt hier die Ecke mit den, sage ich mal, Werkzeugsachen fürs Haus ist noch nicht final.
Das werde ich vielleicht nochmal umstrukturieren. Aber die Computersachen, das passt jetzt. Netzteile sind bei den Netzteilen, Wasserkühlung ist bei Wasserkühlung, Lüfter, Mainboards, Kleinkram, das ist soweit alles vorbereitet. Hier drüben sind es auch deutlich weniger Kartons, als es noch in dem letzten Statusvideo war. Also es geht tatsächlich voran, wenn auch natürlich nicht ganz so schnell, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Hier drüben habe ich jetzt jemanden gefunden, der die Kardanwelle vom M2 gekauft hat. Die wird am Montag geholt. Hier habe ich so ein bisschen, ja, wie sagt man da, Baugerüste, weil ich mein Starlink jetzt aufs Dach montiert habe. So, und dann hätte ich gesagt, gucken wir einmal ins Büro. Hier ist jetzt noch nicht so richtig mega viel passiert, aber doch auch mehr als beim letzten Mal. Hier stehen jetzt entsprechend auch schon Möbel, die sind auch jetzt schon alle eingeräumt. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal umräumen müssen. Hier drüben muss ich noch den Boden fertig machen, die Wand noch fertig streichen. Ich habe hier aufgehört, hier seht ihr ja. Das heißt, wenn ich drüben wieder Platz habe, muss ich die Solarpaneele rüberschicken oder rübertragen und dann die Wand fertig streichen. Und wenn die Wand fertig ist, dann werde ich den Boden fertig streichen. Meine ganzen M2-Teile und andere Autoersatzteile habe ich jetzt alle oben. Da ist so ein, ja, wie sagt man da, so ein kleiner Stauraum eben fürs Dach. Da werde ich dann wahrscheinlich auch die Kartons lagern. Und jetzt hätte ich gesagt, noch einen kurzen Blick ins Büro. Auch hier, der Boden ist jetzt fertig. Die Leiste, ihr seht das, ich hatte das ja schon erwähnt, diese selbstklebende, das funktioniert nicht. Aber hier ist Trockenbau. Und da habe ich dann lediglich mit so kleinen Schrauben das Ganze fixiert. Und dann hält das auch. Das ist wunderbar. Hier drüben ist auch Trockenbau. Das heißt, hier habe ich das gleiche Prinzip genutzt. Auch diese kleinen Schrauben rein. Und dann hält das perfekt. Für die Wände, wo jetzt kein Trockenbau ist, wie jetzt die hier, da will ich jetzt halt wirklich nicht anfangen, irgendwelche Löcher zu bohren mit Dübel und sowas für so eine billige Fußleiste. Das mache ich nicht. Zudem ist es auch nicht durchgängig eben, ja, solide Wand, sondern hier ist jetzt wirklich nur das Stückchen. Und unter dem Schrank, den ich jetzt auch aufgebaut habe, da ist dann wieder so, da ist Trockenbau, da konnte ich es wieder entsprechend richtig fixieren. Ja, hier muss ich noch ein bisschen den einen Computer aufbauen, auch das Kabelmanagement und so fehlt noch. Das muss ich dann alles noch machen, aber es sieht schon deutlich besser aus als zuletzt und das ist ja wichtig, dass man Fortschritte sieht. Insofern, ihr seht, da habe ich auch angefangen, das will ich dann auch noch kombinieren hier mit dem Schränkchen und das soll dann nicht hier stehen bleiben, sondern das soll dann auf diese Seite, aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Und ja, größter Fortschritt ist jetzt wirklich diese Woche gewesen, dass ich hier hinten endlich mal ein bisschen mehr Platz und mehr Struktur geschaffen habe, auch meine ganzen Ryobi-Sachen an der Wand hängen und alles wieder geladen wird, dass es eben ja so Stück für Stück vorwärts geht. Insofern viel mehr gibt es jetzt aktuell leider nicht zu berichten. Achso, hier für die Hebebühne, da muss ich auch noch den Anschluss verlängern. Da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir einfach nur Kabel, trenne das hier ab und werde das dann verlängern. Ich habe jetzt keine Lust hier mir einen entsprechenden Adapter oder irgendwas zu holen, sondern ich werde wirklich einfach das Kabel auftrennen und die Phasen verlängern und dann ist gut. Dann kann ich das entsprechend anschließen, habe dann auch entsprechend ein langes Kabel mit Spielraum, um die irgendwo anders hinzustellen oder auch mal ein bisschen bewegen zu können, weil dieses kurze Kabel, also ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt, aber ich finde das halt, ne, das ist das Kabel, also Twinbush, ne? Ernsthaft. Das ist wirklich, das ist eine Frechheit. Aber ja, so ist das eben. So war es auch bei der Krömer Hebebühne. Also das ist jetzt nicht nur bei Twinbush so, sondern irgendwie ja, so eine Marotte von den Hebebühnenherstellern. Genau, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand, wie es aussieht, wie ich vorangekommen bin. Und nächste Woche will ich auf jeden Fall das Video machen mit dem Crash-Sensor. Ich hoffe, dass dann mein ABS-Fehler weg ist. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber das Diagnosegerät sagt, es würde an dem Sensor liegen. Sensoren sind da, die habe ich bestellt. Kann ich euch vielleicht einmal zeigen. Ich habe mir ja, wie gesagt, 2 gekauft. Das sind diese kleinen Dinger hier. Ich packe die jetzt nicht aus, mache ich dann in dem entsprechenden Video. Aber es ist alles da. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Und nächsten Sonntag gibt es dann das Video. Ob es erfolgreich wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall werde ich mich dann dem Crash-Sensor widmen und hoffentlich meinen ABS-Fehler wieder loswerden. Dann hätte ich nur noch den Reifendruckfehler. Das ist doch ganz schön. Das ist irgendwie die Zeit, in der das Auto ohne Fehler fährt, ist dann doch relativ gering. Ich hatte zwischendurch mal Phasen ohne Fehler, aber in letzter Zeit sind halt wieder welche dazugekommen. Aber ganz ehrlich, damit muss man halt auch rechnen, wenn man ein älteres Auto hat. Gerade die Elektronik und so ist halt einfach anfällig, wo ich wirklich sagen muss, toi, toi, toi,
der Motor bisher wirklich tadellos. Also das ist kein Vergleich zu modernen Fahrzeugen. Das Ding hat jetzt 170.000 runter und der schnurrt immer noch ganz hervorragend, läuft seidenweich. Also ich will mich gar nicht beschweren. Die kleinen Undichtigkeiten und die Kleinigkeiten in Sachen Elektronik, das ist aus meiner Warte absolut zu verschmerzen. Dafür, was mir das Auto gibt, ist es einfach so tolles Fahrgefühl, so ein wunderschöner Motor. Deswegen, ja, ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit dem Video zum Crash-Sensor. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.